Hallo Freunde. Didi war eine Straßenkatze, aber sie hatte ein Geheimnis. Sie war intelligent und neugierig, und sie wusste alles über die Welt außerhalb ihrer Gasse. Sie verbrachte ihre Tage damit, zu recherchieren, Nahrung zu finden, wo immer sie konnte, und Menschen zu beobachten und Tiere. Aber es gab einen Ort, den sie erreichen wollte, eine Tierklinik in der Nähe ihrer Gasse. Aus seinem Versteck im Schatten schaute Didi sehnsüchtig auf die Türen der Klinik. Sie wusste, dass andere Katzen, Hunde und sogar Vögel und Kaninchen darin waren. Durch die Wände konnte sie ihr Bellen, Miauen, Twittern und Wimmern hören. Manchmal sah sie sogar, wie ihre Besitzer herauskamen, die erleichtert und glücklich aussahen. Didi stellte sich vor, wie es sich anfühlt, wenn sich Leute in weißen Kitteln um dich kümmern, die dort wird gearbeitet. Sie stellte sich vor, wie es sich anfühlt, ein warmes Bett zu haben, eine Schüssel mit Essen zu füllen und zart zu sein, eine Hand, die ihr Fell streichelt. Aber Didi wusste auch, dass die Türen der Klinik für sie immer geschlossen waren. Sie war eine Obdachlose, ein Niemand, eine schmutzige und schmerzhafte Katze mit heruntergefallenem Fell, einem aufgerissenen Schnurrbart und mit trüben Augen. Niemand hat sich um sie gekümmert. Niemand hat sie überhaupt bemerkt, außer zu laufen oder zu treten, wenn sie zu nahe kam. Didi hatte keine Freunde, keine Familie und konnte sich auf niemanden verlassen. Sie war allein in der Welt, außer in ihren Träumen. Eines Tages passierte jedoch etwas Seltsames. Didi saß an der Wand und fühlte sich schwächer und hungriger als sonst, als sie sah, wie sie zu ein junges Mädchen passt zur Klinik. Das Mädchen trug eine kleine Schachtel und sah traurig und nervös aus. Didi spürte, dass sich ein Tier in der Kiste befand und es krank oder verwundet war. Sie fragte sich, was für ein Tier es war und warum das Mädchen es in die Klinik brachte. Als das Mädchen zur Tür kam, sah Didi, wie ein Mann in einem weißen Bademantel sie öffnete und sie einließ. Didi spürte einen Stich von Neid und Neugier. Sie fragte sich, wie es sich in der Klinik anfühlte und warum das Mädchen in die Klinik gelassen wurde und sie nein. Sie wollte sehen, was vor sich ging, aber sie wusste, dass es unmöglich war. Die Türen für sie waren immer geschlossen. Oder waren sie es? Beim Blick auf die Tür bemerkte Didi, dass der Mann im weißen Bademantel vergessen hatte, die Tür zu schließen bis zum Ende. Es gab einen kleinen Schlitz zwischen der Tür und dem Pfosten, der groß genug war, damit die Katze eindringen konnte. Didi hat für einen Moment gebremst und überlegt, ob sie das Risiko eingehen sollte. Was, wenn sie erwischt wird? Was ist, wenn die Leute darin nicht wollten, dass sie dort ist? Was ist, wenn sie sich verletzt oder noch schlimmer wird? Aber dann erinnerte sie sich an ihren Traum. Sie erinnerte sich daran, wie sehr sie in dieser Klinik sein wollte, den Tieren zu helfen und Hilfe zu bekommen. Sie erinnerte sich daran, wie einsam und traurig sie sich auf der Straße fühlte, ohne Zweck und Hoffnung. Sie erinnerte sich, wie schwach und hungrig sie war, und niemand konnte sich um sie kümmern. Und sie wusste, was sie tun musste. Sie atmete tief durch, sammelte ihren Mut und schlüpfte in den Schlitz. Sie spürte die kühle Klinikluft auf ihrem Fell und das helle Licht in ihren Augen. Sie hörte Bellen, Miauen, Twittern und Wimmern um sich herum, aber sie hörte auch noch etwas. Sie hörte eine Stimme, eine sanfte und freundliche Stimme, die sie beim Namen rief. Didi, bist du das? Sie drehte sich um und sah, wie ein Mann in einem weißen Bademantel sie mit Überraschung und Sorge ansah. Sie sah ein Mädchen, das einen kleinen Vogel in ihren Händen hielt, der sie auch überrascht ansah und ansah mit Leid. Sie sah, wie andere Menschen und Tiere sie ansah, hatte aber keine Angst. Stattdessen fühlte sie etwas, das sie noch nie zuvor gefühlt hatte. Sie fühlte sich willkommen. Der Mann im weißen Bademantel ging langsam und vorsichtig auf sie zu, als wollte er es nicht, um sie zu erschrecken. Er kniete sich nieder und streckte seine Hand mit der Handfläche nach oben aus, als ob er einen Leckerbissen anbot.
Didi riecht nach Luft und spürte etwas Vertrautes, woraus ihr Speichel floss. Es war Katzenfutter, das sie nur ein- oder zweimal im Leben probiert hat. Auch sie näherte sich vorsichtig der Hand und rief nach Essen. Es roch schön, aber sie war sich nicht sicher, ob es sicher war. Alles ist in Ordnung, Didi, sagte der Mann sanft. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bin Tierarzt, erinnerst du dich? Ich helfe Tieren, genau wie du. Hier, probiere etwas davon aus. Er brach ein kleines Stück Essen ab und legte es auf den Boden. Didi leckte sich die Lippen und probierte das Essen. Es war sehr lecker. Sie konnte nicht glauben, wie gut es war, wie weich, feucht und duftend es war. Sie wollte mehr, aber sie wollte nicht gierig sein. Der Mann sah ihren Gesichtsausdruck und lächelte. Er brach ein weiteres Stück ab und brachte es näher an sie heran. Diesmal zögerte Didi nicht. Sie aß es in ein paar Bissen und leckte ihren Schnurrbart. Sie spürte, wie sich die Wärme über ihren Bauch ausbreitete, ein Gefühl, das sie schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Sie fühlte sich dankbar. Der Mann stand auf und schaute mit Bewunderung auf Didi. Du bist eine tapfere Katze, Didi, sagte er. Nur wenige Obdachlose würden es wagen, wie du hierher zu kommen. Du hast auch Glück, weil du zur richtigen Zeit gekommen bist. Wir haben heute eine kostenlose Klinik und brauchen vielleicht Hilfe. Er kniete wieder nieder und streckte seine Hand aus. Diesmal zögerte Didi nicht. Sie ging zu ihrer Hand und rieb sich mit ihrem Kopf daran, schnurrte leise. Sie fühlte ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein Gefühl, das sie noch nie zuvor erlebt hatte. Sie fühlte sich glücklich. Der Mann lächelte und kratzte sie an den Ohren. Willkommen in der Klinik, Didi. Jetzt bist du eine von uns.